Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive PC-Video. Ja, es gibt schlechte Nachrichten. GM Doda hat zwar nicht angekündigt, dass es mit Flive zu Ende geht, aber dass es mit ihm bei Flive zu Ende geht. Er hat eine Abschiedsnachricht an alle Flive-Spieler hinterlassen auf dem offiziellen Discord von Flive PC. Können wir kurz lesen, ist auch wirklich sehr kurz. Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich etwa 3 Jahre lang mit euch zusammenarbeiten durfte. Nach dem 26. November, also in 2 Wochen, werde ich Flive verlassen. Auch wenn ich vielleicht ein unvollkommener GM war, war meine Leidenschaft und meine Liebe zu Flive immer aufrichtig. Ich habe mein Bestes getan, um die Probleme von Flive so gut wie möglich zu lösen. Natürlich weiß ich, dass noch vieles unvollständig geblieben ist. Dank der Spieler, die positives Feedback hinterlassen haben, konnte ich motiviert bleiben und den nächsten Schritt gehen. Das V25-Update wird wie geplant veröffentlicht. Das wurde vor einer Weile angekündigt. Ich hoffe, ihr genießt das als mein letztes Geschenk an euch. Bitte schenkt auch dem Game Master, und das ist jetzt eigentlich der wirklich, würde ich sagen, relevante Teil oder der relevanteste Teil, bitte schenkt auch dem Game Master, der nach mir übernimmt, eure Aufmerksamkeit und Unterstützung. Er oder sie wird ebenfalls hart für Flive arbeiten. Eure Liebe und euer Interesse sind das, was Flive am Leben hält. Es war meine Freude, mit euch zusammen zu sein, und dank euch konnte Flive bis heute bestehen. Vielen Dank, ich wünsche euch eine glückliche und erfüllte Zukunft. GM Doda. Ja, wie schon gesagt, er verlässt Flive. Ich habe jetzt nicht im Discord geguckt, ob noch was anderes dazu geschrieben wurde. Ich schätze auch ehrlich gesagt eher nicht. Ich weiß nicht, ob er Gala verlässt, aber ich meine, er sagt, er verlässt Flive. Es hört sich für mich nicht so an, als würde er Gala verlassen, sondern wirklich nur Flive vielleicht. Und, oder vielleicht sogar nur Flive PC. Auf jeden Fall ist das ja keine gute Nachricht, würde ich sagen, weil vor GM Doda hat sich keiner so richtig wirklich für die Flive-Spieler mehr eingesetzt. Also es gab eigentlich seit Webzen nicht mehr existiert. Und ich meine, klar, man kann über Webzen sagen, was man will, man kann über G-Potato sagen, was man will früher. Aber es ist nicht selbstverständlich auf jeden Fall, dass du jemanden hast, der zumindest probiert, sein Bestes zu geben. Klar, ich meine, man merkt es jetzt auch immer wieder bei Flive Universe und bei jedem Spiel. Ich merke es tatsächlich auch gerade bei anderen Spielen. Zwischen Entwickler und oder auch den Mitarbeitern vom Entwickler, Game Mastern, Content Creatern und Communities ist halt einfach manchmal, es gibt manchmal einfach Kommunikationsprobleme oder andere Probleme. Ja, man ist nicht immer auf der gleichen Wellenlänge, man hat nicht immer die gleichen Ziele oder man hat nicht immer die gleichen Gedanken. Und deswegen ist es natürlich immer leicht zu sagen, ja, der ist Müll oder der macht nur Müll oder der labert nur Müll oder whatever. Aber es ist halt doch meistens nicht so schwarz und weiß eigentlich. Also meistens gibt es halt dann doch gute Gründe, warum jemand irgendwas macht oder nicht macht. Und man probiert dann immer nur seinen Zorn oder seine Wut oder seinen Frust, warum gewisse Dinge nicht umgesetzt werden oder eben doch umgesetzt werden, obwohl man als Community oder als Content Creator oder als was auch immer es eigentlich anders sich wünschen würde oder es anders kommuniziert worden ist und so weiter. Das ist einfach so. Es ist immer dann, wenn viele Menschen zusammenarbeiten oder aufeinandertreffen, dass es Missverständnisse gibt, dass es Probleme gibt, dass es Konflikte gibt. Und von dem her, ja, denke ich mal, kann man sich trotzdem noch glücklich schätzen, dass es überhaupt jemand macht, weil, also ich persönlich würde jetzt mal behaupten, von Galas Seite ist das Interesse an Flive PC quasi auf ein absolutes Minimum runtergefahren. Das heißt, hier könnte sich wahrscheinlich auch jemand hinhocken und mehr oder weniger Arbeitszeitbetrug den ganzen Tag machen. Und es würde dem wahrscheinlich gar nicht auffallen, weil die würden nur mitbekommen, okay, da gibt es jetzt keine gigantischen Probleme. Und solange er die größeren, sag ich mal, Hasswellen oder was auch immer vom Management irgendwo verbergen kann, könnte der hier wahrscheinlich auch eine ruhige Kugel schieben. Und von dem, was ich so mitbekommen habe, die letzten Jahre, hat er das eher nicht gemacht. Wie gesagt, aber natürlich besser geht immer, das ist sowieso klar. Und jetzt kann man mal gespannt sein, wer der Nachfolger davon wird. Ich habe halt gesagt, dieser Satz mit dem "Bitte schenkt auch dem Game, der nach mir kommt", das ist deswegen interessant ist vor allem, weil ich dachte ehrlich gesagt ganz kurz, weil ich habe nur gesehen, Flive verlassen, als ich die Benachrichtigung bekommen habe, habe ich nur gesehen, Flive verlassen. Ich dachte mir schon so, what?
no way, dass jetzt Flive irgendwie offline geht oder so. Vor allem auch kurz vorm DE-Geburtstag. Also Flive ist ja im Dezember 2006 in Deutschland released, Dezember 2005 in Amerika. Wäre ein auch echt ungünstiges Datum, kurz vorm Jubiläum. Kurz vorm 20-jährigen englischen Jubiläum und vorm 19-jährigen deutschen Jubiläum. Wäre nicht so cool. Aber ja, das heißt quasi, Flive an sich bleibt weiterhin bestehen. Flive PC auf jeden Fall. Aber der Game Master wechselt. Und ich sag mal so, ein gutes Zeichen ist es natürlich auf jeden Fall nicht. Aber dadurch, dass hier eben angekündigt wird, neuer Game Master, der wird übernehmen. V25 kommt auch. Hört sich jetzt nicht so an, als würde da jetzt zeitnah irgendwas offline geschalten werden oder so. Also das ist schon mal die gute Nachricht, weil das liest man hier auf jeden Fall definitiv so, dass es noch weitergeht für eine längere Zeit natürlich. Und das ist wichtig, meiner Meinung nach. Und ja, das war im Endeffekt die Ankündigung. Ja, viel Erfolg an GM Doda und in der Zukunft. Und was ich noch sagen kann, ich meine, ich habe einmal mit ihm zusammengearbeitet beim Release von lass mich nicht lügen, V24. Jahrelang, kann man sagen, habe ich wirklich darauf hingearbeitet, dass ich irgendwann mal irgendeine Art von Kooperation mit Gala starten kann. Bei Flive PC wohlgemerkt. Und GM Doda war der erste und einzige Game Master oder der erste und einzige Mitarbeiter von Gala, der das jemals möglich gemacht hat. Leider hat es halt für mich keine so große Bedeutung mehr gehabt, weil zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon eigentlich nur noch Flive Universe gespielt und Flive PC nur noch am Rande verfolgt. Aber er hat mir damals Codes zugesichert, die ich vergiveawayen konnte und so weiter, die auch wirklich Hunderte von Euro wert waren. Und das war schon ziemlich cool. Und wie gesagt, da war er der erste und einzige, der sich da jemals überhaupt dafür interessiert hat, so ein kleines Giveaway zu machen, ein bisschen Werbung zu machen, auch für das Update und so. Der erste, der gefühlt jemals verstanden hat, wie sowas funktioniert heutzutage oder wie man sowas halt nutzen kann heutzutage, sowohl für die Community als auch für Werbung etc. Und dafür bin ich ihm auf jeden Fall dankbar und ja, kam zwar ziemlich spät und wie gesagt, hat für mich jetzt keine wirklich große Rolle mehr gespielt. Für die Leute, die ein paar Sachen gewonnen haben, hat es, glaube ich, schon eher eine Rolle gespielt. Aber ja, kam ein bisschen spät. Aber besser später als nie, kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, deswegen viel Erfolg in der Zukunft und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Flive-Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch in den Livestreams vorbei, Twitch-Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns, haut rein und ciao, ciao.